Nun kommen wir zur Preisverleihung und hoffentlich zu besserer Laune. Wir kommen zum Medienprojektpreis. Der Medienprojektpreis zeichnet außergewöhnliche multi- und crossmediale Projekte oder innovative Leistungen aus. Das können zum Beispiel langjährige intensive Recherchen zu einem Thema sein, das natürlich sehr wichtig ist, oder eine überraschende oder neue Darstellungsform. 2008 zum Beispiel bekam die Journalistin Andrea Röttge diesen Preis für ihre jahrelangen Recherchen im rechtsextremen Milieu. Und im vergangenen Jahr bekam die Redaktion der Nordstadt-Blogger diesen Preis für innovatives lokaljournalistisches Medienprojekt. Der Medienprojektpreis ist mit 2.000 € dotiert und in diesem Jahr wird The Gaza Project damit ausgezeichnet. Dahinter stecken die Journalistinnen von Paper Trail Media, die unter anderem für Spiegel, ZDF und Standard zusammen mit weltweit 50 weiteren Kolleginnen und Kollegen an der Recherche gearbeitet haben. Und jetzt kommt ein kleiner Einblick in das Gaza Project. Das ist ein Versprechen. Und nun darf ich Brigitte Betz auf die Bühne bitten. Sie ist selber Preisträgerin im Jahr 2005 gewesen. Das war das erste Mal, als es den Otto-Brettner-Preis gab. Und heute Jurymitglied. Sie wird die Laudatio halten. Ja, vielen Dank. Wer in einem Konflikt berichtende Journalistinnen und Journalisten gezielt angreift und tötet, begeht ein Kriegsverbrechen. Diesen Verbrechen auf der Spur waren 50 Journalistinnen und Journalisten, deren Recherche, deren Mühen wir heute auszeichnen möchten. Sie, darunter im Übrigen auch arabische und israelische Medienvertreter, haben sich nicht mit der reinen Zahl zufrieden gegeben, die zum Zeitpunkt der Recherche anzeigte, dass mehr als 100 Medienmitarbeiter im Israel-Gaza-Krieg ums Leben gekommen waren. Bei den meisten können wir nicht sagen, ob es sie im Rahmen ihrer Arbeit getroffen hat oder weil sie Palästinenser in der Regel waren, zur falschen Zeit am falschen Ort waren. Was wir wissen, ist, dass es sich um eine Zahl handelt, die höher ist als in anderen Konflikten weltweit. Mehr als 100 Menschen, das sind gut 10% aller palästinensischen Journalistinnen und Journalisten. Stand heute sind vermutlich mindestens 30 hinzugekommen, wie die Organisation Reporter ohne Grenzen schreibt. Andere außer palästinensischen Journalisten, auch das ein Skandal, an dem sich bis heute nichts geändert hat, können nicht aus Gaza berichten. Der Protest dagegen, dass Israel die internationale Presse von der Berichterstattung aus Gaza fernhält, der Protest dagegen, vor allem aus dem sogenannten Westen, der sich ja gerne die Bedeutung der Pressefreiheit auf die Fahnen schreibt, der könnte durchaus größer sein. Nicht umsonst werfen uns Menschen aus dem sogenannten globalen Süden, Muslime und andere vor, moralische Doppelstandards zu pflegen oder, wie mir eine libanesische Kollegin schon vor Monaten im Zusammenhang mit dem Gaza-Krieg erklärte, für euch sind wir Araber eben nur Menschen zweiter Klasse. Umso wichtiger, dass The Gaza Project nach allen Regeln der modernen journalistischen Kunst recherchiert hat. 4 Monate lang über eine Gegend, in der Recherche fast nicht möglich ist. Hunderttausende Telegram-Nachrichten wurden ausgewertet, hunderte Fotos, Satellitenbilder und Videos. Das Team, koordiniert vom internationalen Non-Profit-Netzwerk Forbidden Stories und dem Münchner Journalistenbüro Paper Trail Media, sprach mit über 100 Experten und Augenzeugen, interviewte Soldaten der israelischen Armee, ebenso Reservisten, Deserteure, Aktivisten und Völkerrechtsexperten. Die Ergebnisse legen nahe, dass Israel den Tod palästinensischer Journalistinnen und Journalisten zumindest in Kauf nimmt,
wenn nicht in einigen Fällen sogar wollte. Sie legen nahe, dass das Zerstören von Pressefahrzeugen und der Beschuss von Pressegebäuden mit Absicht geschieht. Und die Recherche zeigt auch, dass es keine Hoffnung gibt, dass die Übergriffe der israelischen Armee auf Medienvertreter jemals geahndet werden von einer Armee, die sich selbst die moralischste der Welt nennt. Transparente und unabhängige Untersuchungen der Taten sind bis jetzt nicht zu erwarten. The Gaza Project beweist aber, wie wichtig eine internationale Vernetzung im Journalismus geworden ist. Nicht nur, um eine solch aufwendige Recherche finanziell zu stemmen, sondern auch, um den Ergebnissen Gewicht und Reichweite zu verschaffen. Und so dankt die Jury des Otto-Brenner-Preises den beteiligten Journalistinnen und Journalisten und den Medien, die ihre Recherche veröffentlicht haben. Im deutschsprachigen Raum, es wurde schon genannt, zum Beispiel dem Spiegel, dem ZDF und dem österreichischen Standard. Das Gut der Pressefreiheit und der Schutz der Presse sind nicht verhandelbar. Herzlichen Glückwunsch zum Otto-Brenner-Preis 2024. Herzlichen Glückwunsch an die Kolleginnen und ich darf Ihnen auf die Bühne bitten. Maria Christoph, Diana Kolleg, Frederik Obermeier und Maria Retter. Kommt zu uns ab. Jetzt muss der Fotograf entweder schneller knipsen oder die Band noch etwas länger spielen. Vielen Dank. Und nun, einmal kurz Applaus. Yay. Und nun begrüßen wir die Kollegin Julia Fritsche, Preisträgerin im Jahr 2016. Sie wird nun das Interview führen. Herzlichen Glückwunsch an euch alle. Guten Abend und herzlichen Glückwunsch an Paper Trail Media auch von mir. Ich darf jetzt mit zweien von euch sprechen, nämlich mit Frederik Obermeier. Du leitest Paper Trail Media als Co-Leiter und Maria Retter, du bist Investigativjournalistin dort. Wir haben die Situation, Gaza ist abgesperrt. Weder aus Israel noch aus Ägypten können Medienschaffende dort rein. Und wer dort ist als Journalistin oder Journalist, lebt im Krieg, ist Hunger ausgesetzt, ist Bomben ausgesetzt. Könnt ihr uns mal mitnehmen, wie man da recherchiert? Also mit wem habt ihr generell gesprochen und vielleicht könnt ihr es an einem Beispiel mal erklären. Also die Grundidee, die wir zusammen mit Forbidden Stories und auch dem arabischen Investigativjournalisten-Netzwerk Arish hatten, war, dass wenn wir uns dieses Thema anschauen, müssen wir es so anschauen, dass es auch der sicherlich sehr, sehr schwierigen Situation angemessen ist, dass wir israelische Journalisten genauso wie palästinensische und arabische Journalisten im Team haben. Wir wollen beide Sichtweisen von beiden Seiten des Konflikts gewürdigt sehen und das allein war schon schwierig, weil viele arabische Journalisten gar nicht mit israelischen Journalisten kommunizieren dürfen und umgekehrt, weil einige Länder noch keinen Friedensvertrag mit Israel haben. Da wird es eine Spionage angesehen. Das war schon die erste Hürde. Dann war natürlich die zweite Hürde, die schon angesprochen war, es kommen keine ausländischen Journalisten unabhängig in den Gazastreifen derzeit. Es gibt eine Ausnahme, Clarissa Ward, eine amerikanische Journalistin, die es geschafft hat. Sonst sind westliche Journalisten dort immer nur in Begleitung mit dem israelischen Militär unterwegs und dementsprechend auch eingeschränkt. Deswegen war es für uns auch wichtig, mit den Kollegen vor Ort zu recherchieren und da muss man erstmal Vertrauen aufbauen und da hatten wir natürlich ein Riesenglück, dass wir in unserem Team Muriel vom Spiegel dabei hatten, die schon seit Monaten aus Israel berichtet, die auch die KollegInnen vor Ort kennt, die Stringer vor Ort kennt, die Leute ihr vertrauen und genauso, dass wir Arish an Bord hatten, die auf Arabisch mit den KollegInnen sprechen konnten, auch über Monate hinweg. Das war nicht immer leichte Kommunikation.
Die Kolleginnen haben oft auch zum Nachhinein uns erzählt, wie sie abends nach diesen Telefonaten, nach diesen Recherchen einfach nur weinend an ihrem Schreibtisch saßen. Aber die haben von Westeuropa aus mit denen gesprochen, telefoniert oder wart ihr dort, also in den Gazastreifen? Könnt ihr, also... Nee, das waren zum Teil waren es Kolleginnen, die dann aus dem Libanon, aus Jordanien, aber auch eben aus Deutschland dort mit denen telefoniert haben. Manchmal gab es kein Internet, was auch schwieriger gemacht hat. Und dann war es natürlich auch, dass Arish Kolleginnen vor Ort hat, die immer noch im Gazastreifen sind, auch weil sie nicht raus können, manche nicht, weil sie nicht raus wollen, weil sie weiterhin darüber berichten wollen. Ja, und jetzt übergebe ich an dich. Ja, gern. Also nur zum Beispiel, weil wir haben uns ja nicht nur die Todesumstände von getöteten JournalistInnen im Gazastreifen angeschaut, insgesamt an die 160 Fälle, sondern auch Fälle journalistischer Infrastruktur, die zerstört wurden. Und da ist ein Beispiel besonders anschaulich. Wir haben die Bilder gesehen im Einspieler. Dieses große Loch, das an der Fassade klafft, das Gebäude heißt Haji, ist in Gaza-Stadt und am 2. November schlagen mehrere Geschosse in dieses Gebäude ein. Dem Militär war bewusst, dass die Agence France-Presse, AFP, dort ihre Räumlichkeiten hatte, ihre Büros. Das haben Vertreter mehrmals nach Kriegsausbruch dem Militär kommuniziert. Israel hat den Angriff dementiert und wir konnten aber mit unserer Recherche zeigen, oder konnten wir dieses Dementi widerlegen und konnten auch zeigen, von welcher Brachfläche welche Panzergranaten abgefeuert wurden. Wie ist uns das gelungen? Also wie Frederik schon erzählt oder erwähnt hat, durch viele Gespräche natürlich mit AugenzeugInnen, mit Experten. Wir haben die Videoaufnahmen von AFP, die hatten eine Livestream-Kamera, eine der letzten, die noch vom Gazastreifen live übertragen haben. Die lagen uns vor, die haben wir ausgewertet. Da hat man Mündungsfeuer in der Ferne gesehen und hat dann die Explosion gehört. Wir haben es gesehen im Einspieler. Aus der Differenz zwischen Schallgeschwindigkeit und Lichtgeschwindigkeit haben wir dann die Distanz berechnet, uns das durch ein unabhängiges Gutachten bestätigen lassen. Wir haben mit Waffenexperten die Zerstörung analysiert, die Munitionsreste, die Bilder und haben dann auch auf Satellitenbildern erkennen können, dass auf dieser Brachfläche, die wir ausgemacht haben, in 3 Kilometern Entfernung, am Tag nach dem Angriff auch Panzerspuren erkennbar waren. Was war eure größte Herausforderung während dieses ganzen Projekts? Also Frederik hat ja schon viele Herausforderungen angesprochen. Die größte war bestimmt, dass wir einfach nicht vor Ort recherchieren können. Ich würde sagen, wir waren des Weiteren natürlich konfrontiert mit Sprachbarrieren, aber auch mit technischen Fragen, gerade wenn es um gezielte Angriffe an JournalistInnen geht. Wie viel sieht eine Drohne zum Beispiel? Kann eine Drohne wirklich erkennen, dass die Person eine Presseweste trägt? Oder auch ganz grundlegende Fragen, wer ist überhaupt Journalistin? Und ja, all diese Fragen und natürlich auch die Erreichbarkeit der KollegInnen, die natürlich auch was Besseres zu tun haben oder andere Sachen zu tun haben, als mit JournalistInnen zu sprechen. Ja. Die sind auf der Flucht, die trauern, die sind traumatisiert. Euer Ergebnis war, das muss ich jetzt ablesen, weil das ja eine heikle Formulierung ist, dass Israel den Tod palästinensischer JournalistInnen mindestens in Kauf genommen hat und in einigen Fällen womöglich darauf abgezielt hat. Letzte Frage, wie war die Resonanz international, aber gerade auch in Deutschland? Hier ist ja Kritik an der israelischen Regierung und Armee unter besonderer Beobachtung. Ich war positiv überrascht, wie gut die Recherchen aufgenommen worden sind, auch dass sie in Israel Widerhall gefunden haben, genauso wie in der arabischen Welt, auch dass sie die UN-Sonderberichterstatterin für Pressefreiheit, Irene Khan, vor kurzem aufgegriffen hat, auch in einem Bericht, in einem offiziellen, auf die Recherchen eingegangen hat, auch mit eigenen Recherchen das nochmal bestätigt hat, was wir herausgefunden haben. Und deswegen ist es auch für uns, glaube ich, ein ermutigendes Zeichen, so dass in so einem Konflikt, wo die Fronten ja nicht verhärteter sein könnten, dass es trotzdem wir auch als Journalisten dann Zeichen setzen können, dass wir es schaffen können, dass israelische und palästinensische Journalisten mit Journalisten wie uns aus dem Westen zusammenarbeiten können, um Angriffe auf KollegInnen zu untersuchen, die natürlich für uns alle auch verheerende Konsequenzen haben. Wir wissen einfach nicht alles, was im Gazastreifen vor sich geht.
Und es wird auch auf absehbare Zeit, ich hoffe, dass man irgendwann wieder als Journalist rein kann. Ich bin aber nicht so optimistisch, was das angeht. Ihr zeigt, wie wir gerade gesehen haben, Tötungen erschweren Berichterstattung, aber ihr zeigt, sie machen sie nicht unmöglich. Sie geht weiter. Vielen Dank. Dankeschön. Applaus!